Sehr geehrte Damen und Herren, also zunächst mal ist das ein tolles Gefühl, wenn einem Menschen zu Füßen sitzen, das hat man selten. Mein Name ist Franz Josef Esch, ich bin Vorstand der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, die vor 175 Jahren von der Polytechnischen Gesellschaft gegründet wurde. Wir haben also wir feiern in diesem Jahr ein bedeutsames Jubiläum. Ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem Vortrag die neue Volkskrankheit Makuladegeneration, Ursachen und aktuelle Behandlungsmethoden auch im Namen des Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft, von Herrn Professor Ring, begrüßen zu können. Professor Ring ist leider erkrankt und kann heute nicht anwesend sein. Ich freue mich vor allen Dingen, dass so viele Leute gekommen sind. Leider mussten wir unten die Tür schließen, so stark war das Interesse an diesem Thema. Ich begrüße ganz besonders unseren Referenten des heutigen Abends, Herrn Professor Dr. Frank Koch. Professor Koch ist seit 1996 Chef der Abteilung für Netzhaut und Glaskörperchirurgie am Zentrum der Augenheilkunde der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die Abteilung zählt in Europa zu den führenden Einrichtungen ihrer Art. Professor Koch gehört zu den Top-Spezialisten für chirurgische Eingriffe am Auge. Bis heute hat er über 16.000 operative Eingriffe vornehmend an der Netzhaut, im Glaskörperraum und an der Augenlinse vorgenommen. Für einen Laien ist es eine immense Zahl, 16.000 Operationen. Professor Koch veröffentlichte über 100 richtungsweisende wissenschaftliche Arbeiten in international anerkannten Fachzeitschriften und befasst sich intensiv mit der Frühbehandlung von Augenerkrankungen und wurde mit zahlreichen weltweit hochrenommierten Preisen geehrt. Zuletzt erhielt die Arbeitsgruppe um Professor Koch an der Universitätsaugenklinik für ein Forschungsprojekt den Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre. Durch eigene technische Neuentwicklungen treibt Professor Koch eine Vielzahl von hochinnovativen Projekten voran. Dazu gehören der Aufbau eines Ausbildungssimulators ebenso wie die neuartige Minimalchirurgie und Techniken zur Medikamentenapplikation in das Auge. Meine Damen und Herren, das Thema des heutigen Abends wird mehr und mehr ein gesellschaftlich relevantes Thema. In Deutschland schätzt man die Zahl der blinden und sehbehinderten Menschen auf etwa 1,2 Millionen. Davon sind 2/3 über 60 Jahre und von dieser großen Gruppe der im Alter sehbehinderten Menschen sind 80% von der allgemeinen Makuladegeneration betroffen. Aktuelle Studien gehen von einer Zunahme der Sehbehinderung von 25 bis 30% in den nächsten 20 Jahren aus. Neben den medizinischen Fragen zur Entstehung und Behandlung der Augenerkrankungen bedürfen die betroffenen Menschen, bei denen das Sehvermögen durch medizinische Intervention nicht mehr verbesserbar ist, einer umfänglichen Beratung, um sie zu befähigen, mit ihrer Sehbehinderung möglichst unabhängig zu leben. Ich darf Sie bei dieser Gelegenheit kurz darauf hinweisen, dass sich unsere Stiftung im Rahmen eines 3-jährigen Projektes mit diesen Themen beschäftigt und sich seit 2 Jahren auch als Anlaufstelle für ratsuchende sehbehinderte Senioren und Seniorinnen anbietet. Wir beraten über die vielfältigen Möglichkeiten, die das Leben mit einer Sehbehinderung vereinfachen können. Dies betrifft, um nur einige Beispiele zu nennen, Informationen über Hilfsmittelangebote für die Alltagsbewältigung, Beratungen zu vergrößernden Sehhilfen oder umfängliche Schulungen zur selbstständigen Alltagsbewältigung. Abschließend noch ein Hinweis. Sie finden außerhalb des Vortragssaales Informationsmaterialien über unsere Angebote. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Einrichtung stehen Ihnen während der Diskussion oder eben nach der Veranstaltung auch draußen vor der Tür im wahrsten Sinne des Wortes gerne zur Verfügung. Dort ist auch ein Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenbundes, Herr Meyer, der Ihnen auch gerne Ihre Fragen beantwortet. Es gibt auch Informationsmaterialien über die Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft, die ebenfalls auch draußen ausliegen. So, das war meine paar Hinweise. Herr Professor Koch, darf ich Sie bitten.
Vielen Dank, Herr Esch. Also zunächst einmal möchte ich mich nicht nur bei Herrn Esch, sondern bei Ihnen bedanken. Wie darf ich Sie denn betiteln? Betroffene? Ich nehme doch mal an, im Wesentlichen von der Erkrankung Betroffene oder solche, die mit jenen zu tun haben, die betroffen sind. Glauben Sie mir, das sind keine leeren Worte, das ist extrem eindrucksvoll, Sie hier in dieser Zahl zu sehen, weil normalerweise ist ja das Auditorium, vor dem ich beispielsweise über die sogenannte Makuladegeneration rede, ein Auditorium aus Lernenden, Studierenden. Da gibt es welche, die sind ganz wild darauf zu lernen, aber die meisten kommen, weil es eine Prüfung gibt. Ja, ist Ihnen klar. Das ist in Ordnung. So waren wir, glaube ich, alle. Ne? Sie wahrscheinlich auch, ich auf jeden Fall. Aber dann gibt es da meine Kolleginnen und Kollegen. Die kommen ja auch zu Fortbildung. Wenn sie denn nicht so teuer sind, wenn es was zu essen gibt und man Fortbildungspunkte bekommt dafür, die der Staat vorgeschrieben hat. Ich weiß nicht, ob irgendein Kollege hierbei ist, aber es ist schon toll, diese Motivation als Betroffener ist umwerfend. Das kann ich Ihnen sagen. Was ist denn die Makula? Also einige von Ihnen, und ich bin der Letzte, der sich darüber lustig macht, weil wieder sind es meine Kolleginnen und Kollegen, einige kommen und sagen, Herr Doktor, ich hab die Makula. Was muss ich da antworten? Frau sowieso, das ist super, dass Sie die Makula haben, denn wenn Sie die nicht hätten, wäre es noch schwieriger gewesen, hierher zu finden zu mir. Ja? Die Makula ist etwas, das brauchen Sie. Die Makula ist der Teil des Gehirns, der bei Ihnen aus dem Gehirn nach vorne außen gestülpt ist, um zu sehen. Womit wir gleich das Problem charakterisiert haben, Gehirn. Und wenn da was passiert, das zu ersetzen, ist nicht unproblematisch. Der typische Vergleich ist der einer Fotokamera. Ob die jetzt analog ist oder digital, ist völlig wurscht. Aber das Wechselobjektiv entspricht der Linse im Auge. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen schon den grauen Star, die Katarakt, die Linse operiert bekommen oder gehört, dass man die operieren kann, austauschen kann. Das ist super, das Teil hat keine Gefäße, das Teil hat keine Nerven, das kann man so rausnehmen und durch eine Plexiglasscheibe ersetzen und das funktioniert. Aber hier hinten, da wo unser Film, den kaum noch einer hat, oder eben dieser kleine Chip sitzt, das ist die Netzhaut, das ist Gehirn. Und das können wir nur begleiten in seiner Entwicklung, aber wir können kein Gehirn transplantieren. Wir können eine Leber transplantieren, eine Bauchspeicheldrüse transplantieren, ich weiß nicht, ein Herz transplantieren, haben Sie vielleicht auch schon gehabt. Plus das mit dem Gehirn ist zu komplex bisher, geht nicht. Das Dumme an der Geschichte ist, die können so viele Digitalkameras der Welt bauen, wie sie wollen, mit Auflösungen und Zahlen, die wir uns kaum merken können. Die sind nicht annähernd so gut wie diese Digitalkamera, die wir im Auge eingebaut haben. Und diese Makula, um die es heute geht, die ist sozusagen nur die Perzeption, das Aufnehmen der Seheindrücke, die Sie gewinnen wollen, die dann weitergeleitet werden über die gesamte Netzhaut, den Sehnerv zum Gehirn ins Sehzentrum. Diese kleine Makula geht es heute. Und wenn Sie jetzt glauben, wir reden von irgendeinem Teil, was mehrere Zentimeter groß ist, weit gefehlt. Das ganze Teil ist 1,5 mm. Und das Teil, mit dem Sie hoffentlich noch wenigstens die großen Zahlen in der Zeitung lesen können, ist die Fovea, die Grube. Und die ist nur 0,5 mm groß. Also Sie sind heute gekommen, um sich mit mir über die Erkrankung und Behandlungsmöglichkeiten eines 0,5 mm großen Teils im menschlichen Körper auseinanderzusetzen. Mehr ist das nicht. Aber eben sehr viel wert. Diese Fovea übrigens dürfen Sie sich jetzt nicht als Defizit, als Loch, als da fehlt was vorstellen, sondern als etwas, wo der Lichtstrahl, ich hoffe, der ist deutlich genug für alle,
wo der Lichtstrahl direkt auf die Photorezeptoren trifft, ohne durch irgendwelche unnützen Gewebeschichten durchzumüssen, damit diese besonderen Photorezeptorzapfen eben ein scharfes Bild gewinnen können. Fovea muss Fovea sein, Grube. Immer wenn Sie zu uns kommen und es ist erkrankt, ist das Ding entweder flach oder sieht aus wie das Allgäuer Vorgebirge. Ja, hat einen Buckel. Also Fovea ist was Gutes und Buckel ist was Schlechtes. Fovea, übersetzt die Grube, ist das Sehzentrum. Nicht das Sehzentrum im Gehirn, sondern der Teil, der das Sehen aufnimmt, das Buchstabensehen, ja, das kleine, feine Detailsehen. Um die Fovea herum, hier wo Sie die kleinen Buchstaben sehen, nach außen, können Sie nicht mehr so viele kleine Buchstaben sehen, aber größere Dinge. Beispielsweise ein Bild in der Zeitung oder meine Hand, weil dafür braucht man nicht so viel Detail sehen, nicht so viel Auflösung an der Seite der Fovea, außerhalb der 0,5 mm wie in der Fovea. Trotzdem, das, was Sie eigentlich haben wollen, ist genau in der Mitte und 0,5 mm groß. Und das wird jetzt ein bisschen schwer für die meisten zu erkennen. In der Spitze, in der Mitte der 0,5 mm, da ist hier so eine Pyramide gemalt, die zeigt Ihnen, hier sehe ich am meisten. Das ist das absolute Top-Gebiet. Das gilt es zu schützen. Das gilt es, Sie können das nicht spezifisch schützen, ich sage Ihnen, was Sie tun können, aber wir müssen genau dieses kleine Areal besonders schützen. Da können wir nicht irgendwas machen mit Laser oder Operation oder so. Das dürfen wir eigentlich nicht antasten. Das dürfen wir nur begleiten. So, und wenn dieses Teil gestört ist, dann fangen die Probleme an. Ja, Sie wollen hier hinkommen zu uns. Vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vielleicht brauchen Sie eine Fahrkarte. Sind nicht im Verbund und haben eine Monatskarte. Und irgendwann, wenn das beginnt, in diesem Zentrum nicht mehr alles regelrecht zu sein. Da stehen Millionen von kleinen Rezeptoren aufrecht, senkrecht nebeneinander und lassen die Köpfe nicht nach links und nicht nach rechts hängen. Ja? Die stehen in einer ganz bestimmten Position. Wenn die das nicht mehr tun und lassen die Köpfchen hängen, dann sehen Sie das, nämlich die hängenden Köpfchen. Dann sind gerade Linien beim Fahrkartenschalter auf einmal auch hängende Linien. Bögen, krumm, schief. Ja? Autobahnausfahrten, sage ich manchmal. Mancher Patient kommt und sagt, ja, ich sehe so ein bisschen, wenn ich auf ein Rechennetz gucke, ein typischer Test, oder wenn ich die Kacheln im Badezimmer angucke, dann sehe ich, dass die eine Kachel in der Fuge so ein bisschen krumm läuft. Dann sage ich, okay, beobachten Sie das, wenn das schlimmer wird, dann müssen Sie mir sofort Nachricht geben, aber wenn es ganz krumm wird wie eine Autobahnausfahrt, dann haben Sie ein echtes Problem. Und wenn dieses Problem lange anhält, und wenn dieses Problem irgendwie zu Komplikationen führt, und wir kommen darauf zu sprechen, eine Komplikation ist Flüssigkeitsaustritt, Blutungen können entstehen, und das heilt ab, dann haben Sie für den Rest Ihres Lebens, wenn Sie geradeaus gucken, mit der Stelle, mit der Sie ganz präzise gucken wollen, immer so einen schwarzen Klecks. Das kennen einige von Ihnen, die nämlich wissen, wenn ich ganz geradeaus gucke, sehe ich nicht gut. Wenn ich ein bisschen dran vorbei gucke, ein bisschen an der Seite, sehe ich ein bisschen besser. Dann sagt der Augenarzt, du siehst exzentrisch. Du siehst nicht mehr mit den 0,5 mm in der Mitte, sondern an der Seite vorbei. Ja, und dann sagen sie, ich sehe da ein bisschen besser. Ist klar, weil da sind noch gesündere Photorezeptoren als in der Mitte. So kommt das zustande. Ja, und das kann dann schlimmer werden, das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausmalen. Und Herr Esch hat es ja gesagt, das Ganze, ich glaube nicht, dass wir da jetzt allzu sehr darauf eingehen sollten, weil Sie als Individuum jetzt wahrscheinlich mit der Demografie der Bevölkerung gar nicht so viel am Hut haben. Das Problem ist bloß, die Demografie ist für uns so wichtig. Für uns als Ärzte ist klar, wenn da so viele sind, die davon betroffen sind, und es werden immer mehr, dann müssen wir immer mehr Kräfte, immer mehr Ressourcen bündeln, um dieses Problem anzugehen. Ja, für Sie selber ist es jetzt wahrscheinlich egal, ob da 1 Million mehr oder weniger in einem Jahr dazukommt. Unterstelle ich jetzt mal. Deswegen gehe ich da mal drüber weg. Ich meine, dass da bis zu 3 Millionen von betroffen sind und
wenn Sie die 80 überschritten haben, dass die Hälfte und mehr von Ihnen da ernsthaft von betroffen ist, das nehmen wir jetzt mal einfach zur Kenntnis. Wir reden davon, dass das eine Degeneration ist. Erstes Maria. Also in dem Tag, wo wir geboren sind, hat die Degeneration in unserem Körper angefangen. Ja? So, jetzt schreitet sie weiter fort. Auch gut. Ist also genetisch festgelegt, dass da irgendwann was aufgebraucht ist. Ist ja nun nicht nur im Auge. Sie hatten eine Fortbildung, wer von Ihnen hier war, Ohr, Schwerhörigkeit. Ich übrigens muss auch aufpassen, dass ich laut genug rede, weil einige von Ihnen haben nämlich nicht nur ein Makulaproblem, sondern ein Gehörproblem. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Degeneration ist ein bisschen wischiwaschi. Was passiert denn da? Was haben die denn gemeinsam? Das Auge und das Hören, das Ohr. Und Durchblutungsproblematik. Und den Begriff kennen Sie wieder, das haben Ihnen schon andere gesagt. Da ging es um Beine und Herz und weiß der Himmel was. Da ist man schnell mit dem Begriff. Durchblutungsproblematik trifft hier aber zu. Wir haben ein Durchblutungsproblem und wir haben noch ein Problem. Und das klingt ganz witzig, aber ist ganz fatal. Also, wenn Sie frühstücken, dann müssen Sie irgendwann hinterher auf die Toilette. Das nennt man Verdauungsprozess mit allen Konsequenzen, richtig? Das macht die Zelle im Einzelnen auch. Die kriegt Sauerstoff, die kriegt was zu essen, die verdaut das, das wird raustransportiert übers Blutgefäßsystem und ausgeschieden. Im Kleinen wie wir im Großen. Und hier beginnt ihre Degeneration. Diese Verdauungsprodukte lassen sich auf einmal nie mehr vernünftig ausscheiden. Die bleiben liegen und stören den gesamten Stoffwechsel der Zellen. Und das ist eben nicht nur im Auge, das ist wieder im ganzen Körper. Jetzt sollte also Ihre Netzhaut wie folgt aussehen. 60 Grad Fotografie, das ist nicht die Makula, das ist der Sehnerv. Da werden die ganzen Sehfasern, die laufen übrigens hier, für Sie nicht sichtbar, so bogenförmig auf den Sehnerv zu. Die werden hier raustransportiert und durch diesen Sehnerv Richtung Gehirn. Und diese unscheinbare Stelle hier, die in der Mitte etwas dunkler wird, wo jetzt mein grüner Punkt drauf ist, und der kreist es jetzt ein, das sind Ihre 1,5 mm Scharfsehen-Fovea-Grube. So sollte die eigentlich aussehen. Wenn wir die so sehen, sind wir glücklich und sagen, es ist alles gesund. Aber was jetzt passiert, wenn man da einen Schnitt durchlegt und wenn diese Stoffe, die sie verdauen, die Zellen, wenn die nicht mehr ausgeschieden werden, dann sammeln die sich hier an. Das sieht so aus wie so eine, weiß ich auch nicht, Vanilleteilchen oder sagen Sie mal irgendwas, Honig oder, also die Wahrheit ist, es ist Fett. Und zwar Fett. Und das Fett hat auch noch spezielle Namen, nämlich Lipofuscin und andere solche Erscheinungen. Guck mal. So, es wird immer mehr, es wird nicht abtransportiert. Und jetzt sehen Sie was Interessantes. Das ist Ihre Fovea hier. Das da ist symbolisiert, diese Striche sind die vielen Rezeptoren, die da senkrecht nebeneinander stehen sollen. So, und das da unten, diese roten Dinger, sind Gefäße. Und Gefäße bringen Blut und im Blut ist Sauerstoff. Und der Sauerstoff wird abgegeben zu den Photorezeptoren. So, und da kommt er nicht mehr durch. Da ist eine Blockade. Da liegt Fett, Lipofuscin im Weg. Und ich kann nicht einfach einen Strohhalm nehmen und das absaugen. Das geht nicht. Das ist ein ganz heikles Gewebe hier. Den kann ich nicht chirurgisch mitteilen. Ich nehme jetzt hier so ein Saughelmchen und hole das da raus und alles ist wieder gut. Dann geht alles kaputt. Ich muss andere Wege finden, diesen Stoffen, die dort liegen geblieben sind, mitzuteilen, dass sie bitte wieder rausgehen. So sieht es dann aus, wenn man einfach mal so ein Foto macht, ja, also nicht im Schnitt, sondern das hier im Grunde genommen, das da sehen Sie jetzt hier, ja, es verfärbt sich, Sie sehen, dass es gelber wird. Und jetzt kommen wir in die wirkliche, eigentliche Problematik. Wenn also die Nährstoffe und der Sauerstoff aus den Gefäßen nicht mehr zu den Photorezeptoren kann, dann sterben die ab. Und damit die nicht absterben, wollen die Gefäße hier helfen. Die sagen, halt mal, denen fehlt ja was zu essen, denen fehlt Sauerstoff.
Und auf einmal fangen die an, sich neu zu bilden. Die Gefäße fangen an zu sprossen. Die werden immer mehr. Die wachsen in das Gewebe hier ein. Sie kennen das übrigens, eine ganz andere Erkrankung, hat nichts damit zu tun. Ganz furchtbar, alle zittern. Ein Tumor entsteht auch so. Gut oder bösartig. Er kann nicht entstehen, ohne dass er was zu essen hat. Und genauso ist das auch. Die brauchen was zu essen, also wachsen die Gefäße hier rein, um mehr Sauerstoff dahin zu bringen. Und dann sieht das so aus, da bewegt sich hier ein Gefäß, das Gefäß bricht hier durch, in das Gewebe hinein und jedes Gefäß im menschlichen Körper, im Großzeh wie im Auge, was in ein Gebiet hinein proliferiert, weil es gerufen wird, ich brauche dich, ich brauche Sauerstoff, dieses ist nicht intakt im fremden Gewebe. Stellen Sie sich ein Gefäß vor wie ein Gartenschlauch. Sie machen das Wasser auf und wenn der Gartenschlauch neu ist, kommt das Wasser vorne an der Düse raus. Jetzt nehmen Sie einen Gartenschlauch, der lag 10 Jahre rum im Garten. Sie schließen ihn an, machen das Wasser auf und überall pieselt der aus diesem porösen Schlauch heraus. Das genau ist ein krankes Gefäß. Und was bedeutet das? Ihre Fovea wird zum Allgäuer Vorgebirge. Sie kriegt ein Ödem oder sie blutet ein. Und das ist das, was ihr Sehvermögen kaputt macht. Und das muss man rechtzeitig erkennen und vermeiden. Denn die Gefäße wachsen immer weiter. Diese violette Zone, da ist das Pigmentepithel, jetzt brechen sie da durch, dann dringen sie in die Photorezeptoren ein, machen immer mehr Schaden und hier haben sie jetzt gleich eine Blutung, mitten an der Stelle des scharfen Sehens. Einfach mal Blut. So, können Sie wieder keinen Strohhalm nehmen und es absaugen. Aber es gibt Methoden, dieses Blut dazu zu bringen, schnell wegzugehen und den Gefäßen mitzuteilen, jetzt verschließt eure Poren wieder, werdet wieder dicht. Wir tauschen den Gartenschlauch nicht aus, das geht nicht. Aber wir können ihn sozusagen isolieren, mit Isolierband, wenn Sie so wollen. Und das ist alles, Gott sei Dank, heute nicht mehr riesige Chirurgie primär, sondern bei der Menge ihrer betroffenen Mitmenschen Medikamente. Medikamente, mit denen ich dem Schlauch mitteile, jetzt muss ich dich isolieren, hier wirst du wieder dicht. Machen wir weiter. Wenn das nicht klappt, wenn Sie das einfach sich selbst überlassen, dann heilt das irgendwann ab. Wenn Sie eine Blutung haben am Arm, eine Wunde, irgendwas Offenes und das heilt, dann bleibt hinterher was übrig? Eine Narbe. So, das ist eine Narbe. Ist bloß schön auf der einen Seite, es blutet nicht mehr und die Scheiße auf der anderen Seite, weil da sollten Ihre Photorezeptoren sein zum scharf gucken. Und da haben Sie jetzt eine Narbe. Und die kriegen Sie dann nicht mehr weg. Auch nicht mit großer Chirurgie. Viel probiert worden. Geht nicht. So, wir haben jetzt also eine genetische Disposition. Diesen Begriff kennen Sie, den finden Sie auch so toll. Heißt, ich bin dazu verdammt, dass sowas passiert. Es wurde mir die Wiege gegeben. Meine Gene haben das schon. Das kommt irgendwann. Was gibt es denn noch? Da kann ich nichts dran ändern. Ja, ich kann im Moment nicht mal eben die Gene auswechseln. Kann ich irgendwas im Leben machen oder erwarten oder tun, was dazu beiträgt? Positiv oder negativ? Was glauben Sie denn, trägt Nikotin, Rauchen bei? Positiv oder negativ? Gut. Ist wirklich, also wissen Sie, man kann ja für oder gegen Nikotin sagen, was man will. Und gut ist es sicherlich fast nie. Aber hier ist es fatal. Ja? Also hier ist wirklich absolut fatal. Denn wir reden von Ernährungsmangel, Sauerstoffmangel und Nikotin vervielfältigt dieses Problem. Ja? Was ist denn mit UV, Ultraviolett? Mhm. Und das liegt daran, stellen Sie sich das wie an der Haut vor, Sonnenbrand, Hauttumoren. Was ist denn das eigentlich? Die Haut und die Netzhaut haben was gemeinsam. Die 4 Buchstaben Haut, okay, aber Licht dringt ja wirklich zwingenderweise immer da drauf. Die Haut kann ich nur mit dem Hemd schützen.
Aber wenn ich was sehen will, muss Licht reinkommen. So, was macht Licht? Oxidation. Was ist Oxidation? Verbrennung. Jede einzelne Zelle in ihrem Körper hat die Zahl N, die sie verbrennen kann. Zyklen, die sie sozusagen zersetzt, neu aufgebaut, umgesetzt werden kann. Sozusagen eine Kapazität über das Leben. Und irgendwann ist so viel oxidiert, dass sie kaputt geht. Und Licht beschleunigt diesen Verbrennungsaufbrauchprozess. Deswegen reden wir von Photooxidation. So, was bitte können Sie gegen Photooxidation tun? Ja, aber warum haben Sie das nicht getan, als Sie am Strand waren als Kind? Hat Ihnen keiner gesagt. Oder? Hat Ihnen das einer gesagt damals? Mir nämlich auch nicht. Das Problem an der Geschichte, die Linse eines Kindes lässt alles durch. Maximal viel Licht geht auf die Netzhaut. Das heißt, damals schon wurde maximal viel verbraucht durch Photooxidation. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht heute trotzdem mit einer Sonnenbrille sich helfen können. Das ist ja, wir wissen ja nicht im Individuum, wie häufig kann die Zelle das eigentlich noch schaffen. Ja? Es ist also jederzeit angebracht, nicht hier im Raum, da haben Sie jetzt kein UV-Licht, sondern nicht, wenn Sie rausgehen heute Nacht, aber morgen, wenn die Sonne scheint, eine Sonnenbrille zu tragen. Haben Sie noch eine Schutzmaßnahme? Was kennen Sie noch? Was schützt denn noch vor zu viel Licht, was hier reinkommt? Was war das? Ein Hut. Aber nicht das Käppi von den Tennisspielern, was die umdrehen nach hinten, ja, um Mode zu machen, Werbung und so weiter, sondern wirklich das Schild hier vorne. 30% gehen erstmal gar nicht ins Auge. Das glauben Sie mir auch sofort, wenn Sie es ausprobieren, weil Sie sehen viel besser, Sie sehen viel kontrastreicher, wenn dieses Licht nicht von hier oben schräg reinkommt. Ja, also setzen Sie, jetzt rennen Sie nicht morgen alle zu C&A und Pick und Kloppenburg, aber das Frühjahr kommt, ja, ist wirklich so. Das haben wir also Nikotin und Licht, Sonnenlicht. Jetzt kommen wir zu den Vitaminen und dem Lutein und den Mineralstoffen und etwas, was umstritten diskutiert wird. Also, Sie stehen gleich auf und sagen, ich ernähre mich doch gesund, ich esse Spinat und weiß der Himmel was. Ja, haben Sie recht. Der Nächste steht auf und sagt, meine Kasse bezahlt das nicht. Der Dritte sagt, ich weiß auch warum, weil es ist nicht bewiesen, dass es hilft. Alles nicht so ganz richtig. Also erstens mal, es ist sinnvoll, ab einem bestimmten Lebensalter Vitamine und Mineralstoffe in einer bestimmten Rezeptur zu sich zu nehmen, weil sie aus dem Spinat, aufgrund der Tatsache, dass auch in ihrem Magen-Darm-Trakt nicht mehr alles so wunderbar funktioniert und resorbiert, das gar nicht aufsaugen und aufbauen können. Ja, das Argument, warum man es zusätzlich zuführt, ist, das ist in einer Form, wo die Resorption der Stoffe leichter ist, sodass Sie sie auch benutzen können. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, warum bezahlt die Kasse es nicht? Hat einer eine Idee? Ja, zweiter Begriff, bilanzierte Diät, das würden Sie bezahlen. Warum tun Sie es nicht? Das ist teuer, ist ein gutes Argument, ist zu teuer. Okay, also pass auf, der Hintergrund ist folgender. Es gibt eine Studie aus Amerika, das ist richtig eine Zulassungsstudie, die hat bewiesen, es funktioniert. Da gibt es überhaupt nichts dran zu wackeln. Das Dumme an der Geschichte ist, die haben Konzentrationen genommen von den Stoffen, die im deutschen Arzneimittelgesetz nicht möglich sind. Die sind nicht erlaubt, die sind zu hoch. Also reibt man sich die Finger und sagt, das hat für uns keine Relevanz, zahlen Sie es bitte selber. Ja? Natürlich, mir ist schon klar, wenn es jetzt zugelassen wäre und die müssten bezahlen, dann stünden wir alle da und würden es leichteren Herzens tun. Aber es gibt genügend Gründe, tatsächlich so etwas zuzuführen. Rücksprache mit dem Hausarzt unter Umständen. Sie haben vielleicht ein anderes Problem im Magen-Darm-Trakt, was nicht die ungehemmte Zufuhr dieser Stoffe erlaubt. Das weiß ich ja jetzt nicht. Überprüfen mit dem Hausarzt oder Internisten, ob was dagegen spricht.
Man muss auch nicht unbedingt 3 oder 4 oder 5, 6, 7 Tabletten am Tag nehmen. Die Menge ist es nicht, sondern die Regelmäßigkeit. Ja? Aber es spricht sehr viel dafür, das durchaus zu tun. So, jetzt haben Sie die Begriffe, wir haben schon darüber gesprochen, ich will nur kurz auf die Begriffe eingehen, obwohl ich persönlich wieder der Ansicht bin, es ist Ihnen eigentlich egal, weil letztendlich möchten Sie sehen und lesen, aber es ist vorprogrammiert, dass die eine Form der Makuladegeneration trocken bleibt und die andere feucht. Wahrscheinlich ist jeder schon von Ihnen mit diesen Begriffen konfrontiert worden. Ist klar, ne? Bei der trockenen Ablagerung von Stoffen, Degeneration, Narbe ohne Reaktion. Da rührt sich keiner und versucht irgendwie Sauerstoff da reinzubringen, schmilzt einfach so dahin. Die andere, da kommt dieses Gefäß und sagt, ich will dir helfen, ich wachse rein in die Photorezeptoren, ich bringe Sauerstoff, Nährstoffe, fängt es an zu bluten, das ist feucht. So, was hätten Sie jetzt lieber, trocken oder feucht? Trocken? Feucht? Gar nichts. Das ist eine gute Idee. Also passen Sie mal auf, wir Augenärzte haben lieber feucht. Das ist doch klar. Da können wir Sie jede Woche behandeln, oder zumindest einmal im Monat. Da kann man was gegen tun. Bei trocken ist ein Riesenproblem im Moment. Die ganze Forschung sagt uns, außer den Vitaminen und Mineralstoffen, noch kein Wundermittel, was die trockene Makuladegeneration beeinflusst. Ja? Insofern fokussieren wir immer unheimlich intensiv auf die feuchte, wissen, dass die noch einen viel schneller eintretenden großen Schaden machen kann, aber wir können jetzt was tun. Ja? Wir können Ihnen sagen, wenn es krumm wird, komm, und wenn es feucht wird, dann geben wir dir ein Medikament. Oder ich komme gleich darauf zu sprechen, ein anderes. Oder 2 auf einmal, in Kombination. Oder was auch immer. Also nicht sagen, ich hätte gern die trockene, weil dann muss ich zugeben, das ist schön, aber ich persönlich stehe da so und denke mir, kannst nicht viel tun. Und nicht sagen, um Gottes Willen, ich habe jetzt die feuchte. Ich habe schon manche eine feuchte gesehen, die, wenn sie rechtzeitig erschienen sind, so schnell zum Stillstand gekommen ist und durch die Begleitung über die Zeit auch still geblieben ist für viele Jahre, dass ich mich immer frage, was ich eigentlich selber lieber hätte, ja? Eine trockene oder eine feuchte. Übrigens, Ihre Belastung, Ihr Lesen, Ihr Sehen im Laufe des Lebens, was glauben Sie, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich habe ja eigentlich gesagt, das ist ein Verschleiß, Degeneration. Ich habe gesagt, da ist Photooxidation. Was ich noch nicht gesagt habe, ist es eigentlich gut, dass Sie das Organ benutzen oder ist es eher besser, dass Sie es schonen? Was meinen Sie? Wer ist für schonen? Benutzen? Woher wissen Sie das alles? Warum sind Sie hier? Brauche ich doch gar nicht erzählen. Ich habe gesagt, es ist ein Durchblutungsproblem. Ja? Einverstanden. Und Durchblutungsprobleme löst man durch Aktivität. Aber jedes Durchblutungsproblem. Sicherlich gewissenhaft, wenn es ums Herz geht oder um Thrombosen oder weiß der Himmel was. Da kann man nicht aber so unbeherrscht sich bewegen und aktiv sein. Aber hier ist Benutzen eindeutig von Vorteil. Bloß nicht schonen. Also, hier ist unser Test. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ob Sie jetzt ein Rechenpapier nehmen oder die Kacheln im Badezimmer. Das Einzige, was Sie wirklich mit nach Hause nehmen sollen, ist, wie mache ich den Test richtig? Ich gucke nicht mit beiden Augen drauf, weil mein Gehirn nicht weiß, welches Auge ich teste. Und ich mache auch nicht diesen da, mit Mundverziehung, nach rechts oder nach links, mit Kneifen. Warum? Weil dann alles krumm und schief wird durchs Kneifen. Sondern ich lasse beide Augen auf, ich gucke da drauf, deck mal rechts ab, deck mal links ab. Nehme einen Stift, einmal im Monat, mal mir auf, was ich gesehen habe. Wenn es dramatisch anders wird, muss ich zu meinem Augenarzt. Weil der muss ja dann gucken, was ist anders geworden. Kann man was tun oder nicht? Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Für diagonal, also für horizontal meine ich, wie gesagt, was, hier? nein, können auch die Linien krumm werden in der Horizontalen. In jeder Form können auch Schnecken machen. Die können wirklich, und wenn Sie eine bestimmte Technik von unserer Seite dann verwenden, OCT, so eine Art schmerzfreier Schnitt durchs Gewebe, durch optische Maßnahmen, dann können Sie sogar nachvollziehen, warum Sie solche Kurven haben. Ja?
Aber das kann also wirklich in jeder Form abweichen von der senkrechten. Lass uns das einfach als senkrechte bezeichnen und das als beliebige Abweichung von der senkrechten. Jede Form, die abweicht davon, zählt. So, habe ich gesagt, für die trockene gibt es nichts Zugelassenes, Bezahltes. Wenn sie feucht ist mein Ziel, sie trocken zu legen. Und ich habe gesagt, in der Regel ist das heute keine große, heroische Operation. Vielleicht ist sogar einer im Saal hier, der hat sowas wie Makularotation nicht nur gehört, sondern gesehen oder erlebt oder selbst erfahren. Da versuchte man dann damals, diese Fovea-Rezeptoren auf eine benachbarte Unterlage zu legen. Das Problem ist ja, die Rezeptoren müssen sich von was ernähren. Wir haben gesagt, das kommt von unten, da ist das Pigmentepithel und die Aderhaut. Und wenn die erkrankt sind, erkranken die Rezeptoren. Also hat man versucht, das mit einer großen chirurgischen Maßnahme neu aufeinander zu legen. Also bei den 15 oder 20%, bei denen das funktioniert hat, hielt das dann 6 Monate an und ließ wieder nach. Weil genetisch ja festgelegt ist, dass diese Stelle halt jetzt degenerieren muss. Ja? Also große chirurgische Maßnahmen ist eher unwahrscheinlich. Wir kommen noch auf Alternativen zu sprechen gleich. Und wir kommen auf die Zukunft zu sprechen. Das Problem an der Geschichte ist, das Medikamentenspritzen ist so eine Geschichte. Also das Medikament, welches am meisten Evidenz hat, bei dem also Evidenz heißt Folgendes, ich will es nicht lächerlich machen, aber Evidenz heißt, ich habe den größten Topf Geld gehabt und die intensivste Studie durchgeführt und die durch die höchste Kommission durchgebracht. Das ist in Amerika die FDA. Ne? Dann habe ich eine Zulassungsstudie mit der besten Evidenz. Und dieses Medikament ist dieses Ranibizumab, im Verkehr Lucentis genannt. Kennen Sie, ja? Haben auch schon von dem Brüderchen gehört, dem Avastin. Dann haben Sie von dem Streit gehört, das eine wirkt besser als das andere. Was Sie vielleicht nicht wissen, es gab eine Studie, die bewiesen hat, dass beide gleich gut wirken. Das ist also aus der Welt das Ganze. Kostenfaktor ist jetzt nicht mehr ein Unterschied von 42, sondern nur noch von, 25, aber das ist ein Anti-VEGF, sprich ein Faktor, mir fehlt Sauerstoff, ich lasse das Gefäß sprossen, damit dort Sauerstoff hinkommt, stoppt. Das ist ganz wichtig, ganz wichtiges Medikament. Das Problem an der Geschichte ist, nicht jeder von Ihnen reagiert darauf. Sie können jetzt also hier 100, also sind viel mehr als 100, aber sagen wir mal, Sie werden 100 sein, 30 von Ihnen reagieren darauf, 30 nicht und 30 werden trotzdem schlechter. Die 30, die trotzdem schlechter werden, sind die nicht Respondierenden, die nicht darauf reagieren. Die 30, die stabil sind, sollten zufrieden sein, weil es wird nicht schlechter. Und die 30, die besser werden, die haben ein Problem. Sie müssen wissen, dass man eine solche Therapie mit einem Faktor auch alle 4 Wochen wiederholen muss. Da sind unheimlich viele Studien gemacht worden, um zu gucken, ob es auch geht mit nur alle 2 Monate oder ich fange an 3 Mal und schaue, ob es dann noch nötig ist, aber heute, an diesem Tag, in diesem März, in diesem Jahr steht fest, die besten Ergebnisse sind, wenn man alle 4 Wochen, wenn man diese Monotherapie mit dem einen Mittel machen will, wenn man die alle 4 Wochen wiederholt. Muss man also schon wissen. Wenn man sagt, ich will die Therapie mit der größten Evidenz und ich will jetzt nicht die Alternativen, die es da gibt, die auch Evidenz haben, wo ich nicht so häufig behandelt werden muss, aber wo beispielsweise mehrere Medikamente genannt werden, ins Auge injiziert werden. Ach so, habe vergessen zu sagen. Es ist die sogenannte Spritze ins Auge. Die kannst du nicht schlucken, die Therapie. Macht auch nicht Sinn, sie in eine Vene zu bekommen. Sie wird ins Auge gespritzt. Ich zeige gleich, wie es geht. Ja? Ist nichts Schlimmes. Problem, mein Team und ich, wie lange arbeiten wir jetzt schon? In 7 Jahre versuchen wir, um diese alle 4 Wochen herumzukommen. 7 Jahre versuchen wir, durch Kombinationen dafür zu sorgen, und wir sind ganz gut, gerade bei dem Erkrankungsbild, dass sie beispielsweise erstmal 9 Monate im Schnitt Ruhe haben, wie Schwangerschaft, 9 Monate Ruhe.
und dann gucken, ob wieder was gemacht werden muss. Was kombinieren wir denn? Na, ich habe Ihnen gesagt, das eine Medikament stoppt das Wachstum kranker Gefäße. Okay? Dann habe ich Ihnen aber gesagt, die Gefäße sind vom Wandaufbau schlecht, die sind undicht, richtig? Welches Medikament ist gegen undichte Gefäße das Allerweltsmittel für Sie, überall im Körper? Wenn Ödeme sind, wenn Schwellungen sind, wenn keiner mehr weiß, was er geben soll, was kriegen Sie dann? Was? Cortison. Recht hat sie, Cortison. Auch im Auge. Kann man auch im Auge injizieren. Relativ einfach, harmlos, kann man vor allem kombinieren mit dem Antiwachstumsfaktor. Ja? Dann kann man, wenn man jetzt 2 oder 3 Medikamente reingibt, sagen, na, die passen nicht alle auf einmal ins Auge, dann nehme ich ein bisschen von der Flüssigkeit raus. Das hat sogar positive Nebeneffekte. Das verbessert nämlich die Sauerstoffverteilung. Das ist das, was unsere Spezialität ist. Und dann kann man hingehen und kann sagen, Mensch, es verhält sich eigentlich wie ein Tumor, auch wenn es kein Tumor ist. Lass uns doch noch bestrahlen für 4 Minuten. Ist fast da. Also es gibt schon 2 Stellen in Deutschland, wo es gerade mal begonnen wird. Wir haben jetzt auch die Chance, das zu beginnen. Das Problem ist wieder, die Kassen werden es nicht finanzieren oder nur zum Teil finanzieren. Und schon sitzt man wieder da und überlegt sich, ist eigentlich bewiesen, dass es mir das Geld wert ist. Ja, aber das ist nun mal die Situation. Was ich Ihnen zeigen will hier, und jetzt bitte denken Sie daran, eine mikroskopische Vergrößerung, bevor ich Ihnen das zeige, eine mikroskopische Vergrößerung, ja, vielleicht 20-fach oder 30-fach. Stellen Sie sich eine Stecknadel vor, 0,6 Millimeter. Etwas mehr als ein halber Millimeter, ungefähr so groß wie die Stelle des scharfen Sehens, die Fovea, die Grube. 0,6 Millimeter ist dieses Teil, mit dem die Welt Ihnen entweder nur ein Medikament injiziert oder Flüssigkeit rausholt und mehrere Medikamente injiziert. Ja? So sieht es aus. Weil, wenn das nicht so eine billige Wegwerfnadel ist, ist es ein relativ intelligentes Instrument. Da kommt vorne erstmal saubere Flüssigkeit raus. Wenn Sie was aus einem Auge rausholen, dann müssen Sie auch was reintun, sonst fällt das zusammen wie ein Luftballon. So, jetzt müssen Sie mit dieser Nadel so in das Auge reingehen, dass dem nichts passiert. Und wenn Sie es nachher rausziehen, das werde ich Ihnen beweisen, können Sie es nicht mehr sehen, wo man reingegangen ist. Jetzt ist die Nadel da drin. Das ist ein bisschen ein anderes Erkrankungsbild. Da war eine Blutung im Auge noch, die jetzt rausgeholt wird. Aber Sie sehen, diese Nadel sitzt da drin, hier blutet gar nichts. Ja? Das ist keine Wunde, wo Sie sich jetzt irgendwie Gedanken machen müssen. Ja? Jetzt wird das ausgetauscht, jetzt ist rausgezogen. Jetzt gucken Sie sich diesen Punkt da an. Ja? Es bleibt noch ein Pünktchen, es bleibt noch ein Pünktchen. Wenn wir jetzt genügend Zeit hätten, würden wir gar nichts machen. Jetzt kommt einer und spült ein bisschen Flüssigkeit, wird das Pünktchen schon kleiner. Jetzt meint einer, er kann es nicht abwarten, wischt mit so einem Stäbchen da drüber. Und wo ist Ihr Pünktchen? Das war Ihre Wunde. Von der Behandlung dieses Medikaments. Vergessen Sie das jetzt mal, das ist jetzt nicht in Ihrem Auge. Das Auge hatte Blutung. Ja? Die haben wir auf diese Weise rausgeholt. Bitte durch das kleine Pünktchen. So, und wenn Sie jetzt mal nachgucken, wie diese Wunde aussieht, dann gucken Sie mal genau auf, wenn man sie ein bisschen provoziert, dann fängt sie wenigstens an, ein bisschen zu bluten, damit man sie sieht, freundlicherweise. Aber Sie sehen, das ist ein Smiley-Face. Ja? Und genauso verhält es sich auch. Das dichtet von alleine ab, wenn die Nadel draußen ist und fertig. Wenn Sie also davon hören, Sie kriegen die Spritze, dann wissen Sie bitte, das ist so ein Ding. Und wenn Sie davon hören, Sie kriegen was abgesaugt und mehrere Medikamente, dann wissen Sie bitte, es ist so ein Ding. Sie sind nicht verunstaltet, sondern Sie kriegen eine Therapie, die entweder 4 Wochen oder 4 Monate oder ein Jahr hält. Je nachdem, wie Sie ansprechen, je nachdem, was man miteinander kombiniert hat. Nur Angst haben, brauchen Sie bitte davor wirklich nicht. Ja? Das ist jetzt, also, es gibt auch schon so viele Millionen Menschen in der Welt, die keine Angst mehr davon haben. Nur die meisten wissen eigentlich gar nicht, was da passiert und wollen es auch gar nicht so genau wissen. Aber ich habe gedacht, Sie haben den Weg hier angetreten, um zu wissen, was da eigentlich passiert. So, jetzt. Wir haben davon gesprochen, es ist eine Degeneration. Sie ist nicht heilbar, sie ist begleitbar. Wir haben von der Makularotation gerade gesprochen, von der keiner mehr spricht heute. Da gibt es noch den Ersatz von Aderhaut und Pigment,
das schneidest du aus der Seite der Netzhaut und schiebst es unter die Fovea. Hört man auch nicht mehr so viel davon. Ich will hier nicht unken, aber ich glaube, alles Ansätze, die bei weitem nicht die Chancen haben, wie ein ausgeklügeltes System von Kombinationstherapie, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben. Das Einzige, wo wir uns wirklich hinein hoffen dürfen, und das ist mehr als Hoffnung, das Problem ist bloß, wie lange dauert das, ist Stammzellen. Ja? Ich meine, wenn wir eine Degeneration wirklich umrunden wollen, dann müssen wir ja wieder von vorne anfangen. Dann müssen wir an die Stammzellen denken. Es ist nicht so, dass das schon funktioniert. Außer in China und in Russland. Es ist ein bisschen verdächtig, wenn es nur in China und in Russland funktioniert. Ja? Aber es wird kommen, darüber bin ich fest überzeugt. Wir werden die Möglichkeit haben, die Hoffnung ist grün, ja, deswegen habe ich das Bild gewählt, sind übrigens tatsächlich Stammzellen, sozusagen ein Pool von noch nicht aufgebrauchten Zellen als Ersatz dort hineingeben zu können. Aber das ist halt heute noch nicht so. Ja? Und Sie brauchen jetzt wirklich nicht nach Russland und nach China, weil es ist noch keiner zurückgekommen, der auch nur annähernd den Beweis antreten konnte, dass die 15.000 oder 25.000 Euro mehr als Reisespesen waren. Ja? Am besten Welt. Das bitte, darüber hatten Sie auch eine Fortbildung, falls Sie hier waren, streichen Sie als Betroffene mit Makuladegeneration aus Ihrem Interessenspektrum. Sie sind nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat für einen Chip, in absehbarer Zeit nicht. Warum? Der Chip ist eine sensationelle Entwicklung. Der Chip ist ein kleines Teil mit ganz vielen Elektroden, die sozusagen die Rezeptoren ersetzen, die von außen unter die Netzhaut in die Fovea hineingeschoben werden, die dann mit Videobrille und Computer und Sender, Empfänger und so etwas verbunden sind. Und dann können Sie künstliche Seheindrücke erzeugen, vorausgesetzt Sie haben einen intakten Sehnerv und Sie haben das mal gelernt. Das Problem, weswegen ich Ihnen den Zahn gerne heute ziehen möchte, auch für die nächsten 10 Jahre, ist die Auflösung, technisch bedingt. Also technisch, die Chip-Technologie ist die Limitation, nicht die Technik, das ins Auge zu bringen. Die Auflösung liegt irgendwo zwischen hier und hier. Wenn sie schon hier läge, würde ich sagen, wir sind schon ein Stück weiter. Wir kriegen nicht genügend kleine Chips zusammen, kleine Elektroden auf dem Chip zusammen, um ihnen eine Auflösung zu geben, die mehr bietet als diese groben Raster. Gott sei Dank haben Sie als Betroffene bei der Makuladegeneration oder als jemand, der jemanden kennt, der betroffen ist, zwar teilweise sehr betrübliches Sehvermögen, aber Sie stehen nicht im Dunkeln wie die da. Ja? Ihr Rest-Sehvermögen ist immer noch um einiges besser, als was wir da haben. Deswegen ist das jetzt keine Größe für Sie. Da ist, und wir hatten ein Meeting, Herr Kost, das Meeting ist 7 Jahre her. Da haben wir nichts anderes gemacht, als die Leute, die die Chips vertreten, mit denen oder gegen die oder mit denen antreten zu lassen, die die Stammzellen vertreten. Und vor 7 Jahren hieß es also auf jeden Fall 10, 15 Jahre dauert es. Da können Sie mal gleich noch eine 2 hintermachen. Ne? Aber ganz sicher sind die mit den Stammzellen vorne im Rennen und nicht die mit den Chips bei ihrer Erkrankung, um die es heute geht. Jetzt sind wir ja hier zu Gast in einer komplexen Einheit, geleitet von der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, halt, ich gehe gerade in die falsche Richtung, wo es um mehr geht als das, was ich Ihnen hier vielleicht wirklich aufgrund von Wissen nahelegen konnte. Es geht eigentlich darum, dass Sie heute und in Zukunft und Ihre Angehörigen sich in einer Situation befinden, in der Sie erstmal zurechtkommen müssen. Egal, was wir Ihnen da jetzt bieten, morgen oder in 2 Jahren oder in Zukunft. Egal, wie viel besser wir werden, Sie müssen ja in der Jetzt-Situation zurechtkommen. Und das ist ein Riesenprojekt, was wir, wo ist Herr Esch? Nicht einfach weglaufen, jetzt brauche ich Sie gleich. Was wir den Menschen um Herrn Esch herum zu verdanken haben, wo es einfach mal nicht nur darum geht,
die Erkrankung Makuladegeneration medizinisch-technisch anzugehen, weil es geht darum, dass wir es mit einer Behinderung zu tun haben, die wie viele andere Behinderungen, aber eben doch, weil Sehen einen ganz speziellen Charakter hat, mit anderen Begleiterscheinungen einhergeht, die viel, viel schlimmer als Begleiterscheinungen sein können. Es gilt doch darum, sie aus einer abnehmenden Selbstständigkeit herauszuholen, ihnen zu helfen, dass sie selbstständig bleiben können. Es geht darum, ihnen Lebensqualität wiederzugeben, die sie verloren haben, weil sie auf einmal nicht mehr sehen können. Es geht darum, die daraus resultierenden Depressionen anzugehen. Das Ganze kann man nicht einfach mal so anbieten, man muss das auch immer wieder überprüfen, was man da anbietet. Das heißt also, Herr Esch und alle um ihn herum müssen sicherstellen, dass das, was sie ihnen anbieten, in irgendeiner Weise auch wissenschaftlich abgesichert ist, dass es evaluiert ist. Dann an irgendeiner Stelle, auch wenn ich ehrenamtlich tätig bin, komme ich an einen Punkt, wo ich mich frage, ob es jemanden gibt, der das noch unterstützt, vielleicht eine Krankenkasse zum Beispiel, zufällig oder so. Da muss man sich also überlegen, wie kann man solche Programme, die jemanden, der hochgradig sehbehindert oder gar im Sinne des Gesetzes blind ist, wie kann man diese Programme sozusagen in die Regelversorgung nehmen? Wie kann man sicherstellen, dass Staat und Versicherungen sich hier mit reinhängen und ihren Obolus dazu beitragen? Wir werden sicherlich in der Diskussion darauf eingehen können, wie das in der Praxis abläuft, wo Sie sich, wenn Sie sich an die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte wenden, an wen Sie sich wenden, wie Sie vorzugehen haben. Wir können auch ganz sicherlich noch über die Wissenschaftsebene reden und wie wir das wissenschaftlich überprüfen werden. Das ist ja im Grunde genommen auch mit ein Grund, warum Herr Esch auf uns zugekommen ist, in der Hoffnung, dass wir da von der praktischen Seite und von der wissenschaftlichen Untermauerung über viele Jahre gemeinsam arbeiten können. Ich würde sagen, wenn ich Ihnen nur mal so die Begriffe hier hinschmeiße, dass Ihnen angeboten wird, eine Beratung entweder in den Räumlichkeiten, die hierfür gedacht sind, oder auch zu Hause, dass Sie sich also mal überlegen müssen, ob Sie so sehr eingeschränkt sind oder jemand, den Sie kennen, so sehr eingeschränkt ist, dass er von der Möglichkeit eines Hausbesuches Gebrauch machen muss. Was uns wieder in der Augenklinik sehr, sehr interessiert ist, wenn wir Ihnen kein Medikament mehr spritzen können. Wenn Sie diese Narbe haben, ein sogenanntes Endstadium, dann gibt es eine große Narbe und eine kleine Narbe. Die kleine Narbe war unser Ziel. Die kleine Narbe bedeutet, dass man mit sehverstärkenden Maßnahmen sie wieder zum Sehen, wenn nicht sogar zum Lesen bekommt. Und wenn es nur für eine Stunde oder 2 am Tag ist. Das muss man aber herausknobeln. Das nennt man Low Vision. Also ich habe ein geringes Sehvermögen, aber ich will ein Maximum dabei herausholen. Und für diese Gesellschaft hier gerade steht es vor allen Dingen, dass sie diese Low-Vision-Beratung einfach mal ganz unabhängig von Firmen und irgendwelchen kommerziellen Interessen wirklich durchgecheckt bekommen. Es gibt so viele Produkte, die sie kaufen im Laufe ihres Lebens, wo sie sich nicht sicher sein können, ist das eigentlich von der Sache her das richtige Produkt oder ist es nur das Produkt, was ich jetzt bekommen habe, weil die Firma mir eben nur dieses Produkt anbieten konnte. Genau das können Sie sich im Low-Vision-Bereich nicht erlauben. Sie müssen das bekommen, was für Ihre individuelle Fovea-Situation optimal ist. Und auch an dieser Stelle ist es eben so wichtig, dann in diesem Low-Vision-Bereich beraten zu werden, ohne dass irgendwelche kommerziellen Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Und lassen Sie mich abschließen mit einer Aufnahme hier. Ups, so schnell wollte ich gar nicht da raus. Jetzt habe ich die Aufnahme vermasselt. Es crasht auch noch das PowerPoint. Das ist ja nicht schön. Diese Stadt hier, Frankfurt, ist an und für sich genial. Schauen Sie mal, wussten Sie, dass hier der Nahverkehrsbereich
ihnen Leute zur Verfügung stellt, die dafür sorgen, dass sie die Rolltreppe hochkommen und den Zug finden. Ja, die einen wissen es, die anderen nicken so, die anderen nicken ja. Ich meine, Sie brauchen nur das Fernsehen anmachen, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich musste neulich wirklich lachen. Dieses ist ja so beeindruckend, wie es selbstverständlich eigentlich sein sollte, aber ich musste neulich lachen, als ich im Fernsehen eine Sendung sah über einen Tierarzt, der in gewissen Abständen kommt, um die Hunde von Obdachlosen zu untersuchen, damit die mit den Hunden in Urlaub fahren können und dabei keiner angesteckt wird. Ja? Also diese Stadt hat schon ein unglaubliches Engagement in bestimmten Bereichen, und in diesem Bereich, der für Sie relevant ist, sollte man das auch nicht unterschätzen. Und wer Näheres darüber erfahren will, wer das im Detail alles mal zu Gemüte geführt bekommen haben will und dann für sich individuell ausgearbeitet bekommen will, der sollte sich intensiv mit dieser Gesellschaft und Herrn Esch beschäftigen. Herr Esch, ich gebe jetzt mal an diese Diskussion, von der Sie mir gesagt haben, dass die mich jetzt erschlagen wird. Ja, bitteschön.